Ein Tierheim klebte am ersten Tag ein rotes Warnschild an seine Box. 61 Tage lang ging jede Familie daran vorbei. Dann drückte ein 5-jähriges Mädchen ihre Hand gegen das Gitter und ein 63 Kilo Bordeaux-Dogge drückte sein Gesicht dagegen. Was um 3:19 Uhr 4 Monate später passierte, bewies, dass dieses Warnschild das Falscheste war, was je jemand geschrieben hatte. Das Haus in der Kleestraße stand seit 11 Tagen leer, als die Nachbarin den Tierschutz anrief, wegen eines Hundes, der völlig reglos auf der Eingangstreppe saß. Eine blaue Leine war am Türgriff befestigt, ein Wassernapf lag umgekippt daneben und niemand kam zurück. Sein Name war Hugo, über 63 Kilogramm reiner Bordeaux-Dogge, kupferbraun, mit einem Gesicht so tief gefaltet, als hätte er jahrelang das Gewicht der Welt getragen. Er war 4 Jahre alt. Sein ganzes Leben hatte er in einem Haus mit Garten verbracht, mit 2 teuren Hundebetten und einer Familie, die einfach aufgehört hatte zu existieren. Die Scheidungspapiere wurden an einem Dienstag unterschrieben. Bis Donnerstag war Hugo allein auf dieser Treppe. Das Tierheim nahm ihn morgens um 7:30 auf. Bis zum Mittag hing ein rotes Schild an seiner Boxentür. Nicht, weil er jemanden angegriffen hatte, sondern weil er die Lippen zurückzog und alle Zähne zeigte, als die Mitarbeiterin nach seinem Halsband griff. Angst sieht verdammt nochmal wie Aggression aus, wenn man den Unterschied nicht kennt. Das Schild sagte: Achtung, gefährlicher Hund. Und danach kam niemand mehr nah ran. 61 Tage lang saß Hugo hinten in seiner Box und schaute zu, wie Familien vorbeigingen. Paare, Kinder, ältere Herren mit langsamen Schritten. Alle hielten kurz an, lasen das rote Schild und gingen weiter. Jeden Abend, ohne Ausnahme, stand er auf, ging zur Boxentür und setzte sich mit Blick auf den Gang. Kein Bellen, kein Knurren, einfach nur sitzen, als würde er eine Schwelle bewachen, die ins Nichts führte. Also Leute, Sandra Hoffmann war 34 Jahre alt, Krankenschwester im Nachtdienst, 2 Kinder und hatte absolut nichts verloren damit, einen Hund zu adoptieren. Ihre Mutter hatte ihr das gesagt, ihre Schwester hatte ihr das gesagt, ihre Nachbarin Petra hatte ihr das 2-mal im selben Gespräch gesagt. Du hast ein 1,5-jähriges und ein 5-jähriges Kind, du arbeitest nachts. Sandra hatte genickt und war trotzdem zum Tierheim gefahren. Sie suchte Hugo gar nicht. Sie war auf dem Weg zu einem Beagle-Mix in Box 7, als ihre Tochter Lena ihre Hand zog und direkt vor Box 14 stoppte. Hugo machte sein Ding. Er saß an der Tür, schaute raus, völlig reglos. Er sieht traurig aus, sagte Lena. Er hat ein rotes Schild, Schatz. Das bedeutet, er braucht Abstand. Lena schaute auf das Schild. Dann drückte sie ihre kleine Hand flach gegen das Gitter. Hugo rührte sich 4 Sekunden lang nicht. Dann stand er auf und drückte sein riesiges, faltiges Gesicht gegen ihre Hand. Sandra füllte 40 Minuten später die Unterlagen aus. Sie rief ihre Mutter vom Parkplatz aus an. Das Gespräch endete mit: Komm nicht zu mir, wenn dich das Vieh auffrisst. Sandra sagte: Ich lieb dich auch, und legte auf. Die erste Woche war ein einziges Chaos. Hugo entdeckte, dass Flo's Hochstuhl genau auf der richtigen Höhe stand, um sein Kinn auf das Tablett zu erlegen. Jede Mahlzeit wurde zur Verhandlung. Flo hielt ein Stück Banane hoch. Hugo starrte es mit der Konzentration eines Chirurgen. Dann weg. Am 3. Tag nieste Hugo direkt in Flo's Haferbrei. Flo lachte so laut, dass er seitlich vom Stuhl kippte. Hugo schaute auf den Brei, dann auf Sandra, mit einem Blick, der sagte, er würde ihn fertig essen, falls sie nicht vorhatte, das zu tun. Die Couch-Situation war ihr eigenes Desaster. Hugo legte sich der Länge nach drauf, Beine an beiden Enden runterhängend und schnarchte in einer Lautstärke, die die Bilderrahmen vibrieren ließ. Sandra bekam 11 Zentimeter Kissen an einem guten Abend. Sie versuchte einmal, ihn zu verschieben. Hugo öffnete ein Auge, schaute sie an und schloss es wieder. Gespräch beendet. Aber hier ist, was ihr niemand vorher gesagt hatte. Jeden Abend, bevor er sich auf der Couch einrollte, machte Hugo seine Runden. Erst Flo's Zimmer, 30 Sekunden an der Tür stehen, Nase arbeiten, Ohren gespitzt. Dann Lenas Zimmer, dann zurück in den Flur, setzte sich zur Haustür und schlief erst dann ein. Das Tierheim hatte ihn gefährlich genannt. Was sie nicht bemerkt hatten, er hatte genau das Gleiche dort gemacht. Er war nicht aggressiv, er tat seinen Job. Er hatte nur nichts gehabt, was es wert war zu bewachen. 3 Wochen später fand Lena Sandras Kosmetiktasche und näherte sich Hugo mit einem Puderpinsel und echter kreativer Zuversicht. Hugo saß 17 Minuten lang vollkommen still, während sie rosa Lidschatten in seine Stirnfalten und Lip-Liner auf seine Nase auftrug.
Er bewegte sich nicht. Er behielt einfach den würdevollen Ausdruck eines Hundes, der entschieden hatte, dass das in Ordnung war. Sandra machte 14 Fotos und schickte sie ohne Kommentar an ihre Mutter. Im 2. Monat hatte Flo damit angefangen, jeden Morgen als erstes zu Hugo zu krabbeln und sich an seiner Seite hochzuziehen wie ein winziger Kletterer an einem sehr geduldigen Berg. Hugo wartete jedes Mal völlig still, bis Flo aufrecht stand. Dann leckte er ihm mit einem einzigen langsamen Strich über den Kopf. Jeden Morgen, ohne Ausnahme. Lena hatte ihr eigenes System. Jeden Nachmittag nach der Schule ließ sie ihren Rucksack fallen, ging zu Hugo und lehnte sich an seine Seite, um Hausaufgaben zu machen. Hugo rückte leicht zur Seite, um Platz zu machen. Sandra stand in der Tür und schaute zu und sagte nichts. Manche Dinge brauchen keine Worte. Habt ihr den Kanal noch nicht abonniert? Drückt jetzt den Button. Ihr wollt wirklich wissen, wie diese Geschichte endet. Es war ein Mittwochabend im Februar. Sandra hatte eine Doppelschicht gearbeitet und war um 9:30 eingeschlafen. Hugo hatte seine Runden gemacht, Flo's Tür, Lenas Tür, Flur und sich auf der Couch niedergelassen. Um 3:19 Uhr stand Hugo auf. Er ging zu Flo's Zimmer, stand an der Tür, dann schob er sie mit seiner Nase auf und ging rein. Er stand einen Moment über dem Gitterbett, dann ging er direkt zu Sandras Zimmer und legte beide Vorderpfoten auf das Bett. Er bellte, einmal, laut genug, um sie aufzuwecken. »Hugo, was?« Er bellte nochmal und drehte sich zum Flur. Sie fand Flo mit Fieber, 40,1 Grad, schnelle, flache Atemzüge. 4 Minuten später saß sie mit ihm im Auto. Der Arzt sagte, noch 1 Stunde und es wäre kritisch geworden. Sie fuhr morgens um 6 nach Hause, Flo schlafend im Kindersitz, Fieber gebrochen, ruhige Atemzüge. Hugo saß an der Haustür, als sie reinkam, Blick nach draußen, wie immer. Sie setzte sich auf den Boden neben ihn, Flo auf dem Schoß. Hugos massiver Kopf lag schwer und warm an ihrer Schulter. »Habt ihr denen rotes Schild gegeben?« sagte sie leise. Hugo schloss die Augen. Heute ist Hugo 6. Er macht noch immer jeden Abend seine Runden. Flo's Tür, Lenas Tür, Flur. Flo nennt ihn Ugo und Hugo hat das klaglos akzeptiert. Lena macht noch immer jeden Nachmittag ihre Hausaufgaben an seiner Seite. Die Couch gehört noch immer Hugo. Sandra bekommt noch immer 11 Zentimeter. Das rote Schild ist weg. An der Wand neben der Haustür hängt eine Kreidezeichnung, die Lena gemacht hat. Ein großer brauner Hund, 2 Strichmännchenkinder und oben in ungleichmäßigen Buchstaben »Unser Beschützer«. Manche Hunde müssen nicht beweisen, dass sie sicher sind. Sie brauchen nur einen Menschen, der bereit ist, über das Etikett hinwegzuschauen. Wärst du an diesem roten Schild vorbeigegangen oder hättest du angehalten? Schreibt es mir in die Kommentare.